Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Genau das beantragen wir heute. Da muss ich gleich erst mal vorab sagen, dass ich es unmöglich finde, dass wir permanent an diesem Tisch hier Dinge behandeln müssen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit in diesem Land sein sollten. Nennen Sie mir mal ein Land auf dieser Welt, Herr Striegel, wo Sie hinkommen können, wo Ihnen der rote Teppich ausgerollt wird, wo Sie gegen die eigenen Gesetze dieses Landes verstoßen können und wo Sie teilweise die gleichen Sozialleistungen bekommen wie jemand, der 20, 30 oder 40 Jahre lang in diesem Land in ein System eingezahlt hat und Ihnen dann noch nicht einmal eine Gegenleistung abverlangt wird. Dieses Land ist einzigartig, es heißt Deutschland, insbesondere durch Verantwortung der CDU ist das alles möglich und dem wollen wir hier und heute ein Ende bereiten. Es kann und darf nicht sein, dass die Ungerechtigkeiten unseren Bürgern, den Steuerzahlern gegenüber immer größer werden. Und deswegen möchten wir heute mit diesem Antrag Arbeitspflicht für Asylbewerber auch ein ganz wichtiges Signal, ein ganz wichtiges Zeichen setzen. Nämlich ein Zeichen für eine Leistungsgesellschaft und für eine Trennung zwischen den wenigen, die wirklich nach unseren eigenen Gesetzen anspruchsberechtigt werden, und zwischen den vielen, die hierher gekommen sind, um unser System zu missbrauchen und sich ein schönes Leben auf den Kosten unseren Bürgern zu machen. Und da bin ich schon bei einem zentralen Standpunkt auch unserer AfD. Was ist denn das ganz zentrale Thema unserer Politik allgemein? Wir möchten die Pull-Faktoren reduzieren. Wir möchten weg mit diesen Anreizsystemen. International ein Sozialmagnet haben wir geschaffen, der seinesgleichen sucht. Der muss weg, und zwar sofort. Wer durch mehrere sichere Drittstaaten reist, um in das Land zu gehen, wo es einfach das meiste Geld gibt, der ist kein Flüchtling mehr, der ist ein Wirtschaftsmigrant. Das müssen wir ganz klar so aussprechen. Und da gilt es, einen Riegel vorzuschieben. Wir möchten entsprechend die Spreu vom Weizen trennen, und deswegen beantragen wir diese Arbeitspflicht für Asylbewerber. Überfällig ist sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte aus dem Asylbewerberleistungsgesetz heute mal zitieren, weil wir haben die Rechtslage bereits. Asylbewerberleistungsgesetz, Paragraph 5, Herr Kosmir sagt ganz klar, Absatz 4, ich zitiere, arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet. Ich sage mal, klarer kann man es nicht formulieren. Und jetzt gilt es entsprechend, unsere eigenen Gesetze umzusetzen. Und dass es funktioniert, das zeigt der Landkreis in Thüringen, wissen wir alle, ist gerade in aller Munde. Es funktioniert. Es zeigt aber auch noch ein weiteres Beispiel. Einige von uns konnten sich davon überzeugen, wie es Dänemark macht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dänemark. Dort regieren die Sozialdemokraten. Und was machen die Sozialdemokraten in Dänemark? Sie machen eine 100%ige AfD-Politik. Da können Sie sich mal eine Scheibe von abschneiden, liebe SPD. Und mit dieser glasklaren AfD-Politik in Dänemark ist Dänemark zu einem Musterland der Asylpolitik in Europa geworden, nämlich mit einem sehr, sehr strengen Kurs. Sie haben die Zahlen massiv reduziert. Das ist der richtige Weg. Und wie läuft es in Dänemark? Wer in Dänemark nach 3 Monaten Schonfrist keine Arbeit annimmt, die ihm geboten wird, und es gibt genug, das wissen wir alle, der geht einfach leer aus, der werden die Hähne abgedreht, da ist Schluss. Und genau das, wenn nicht sogar noch strenger, das stellen wir uns auch hier bei uns in Deutschland vor. Und bereits jetzt sieht ja die Gesetzgebung bereits eine Möglichkeit der Kürzung vor, nämlich ungefähr 50%. Ich sage mal so, ist in Ordnung. Wir stellen uns natürlich mehr vor, aber das ist besser als gar nichts. Die Rechtslage ist bereits da, das müssen wir nutzen, auch wenn, wie gesagt, noch viel mehr ginge. Und unser Antrag ist dazu da, die Landkreise flächendeckend, und das ist ganz entscheidend. Es kann nicht sein, dass es immer nur einzelne Landkreise machen, die mutig sind, die vorangehen. Ich hoffe, dass noch mehr machen werden. Da wir unterstützen, ein solches Modell einzuführen, flächendeckend. Wir brauchen es überall. Und es gibt so viele Aufgaben in unserer Gesellschaft, die man damit abdecken könnte, die aktuell liegen bleiben. Ich denke an die Grünflächenpflege, ich denke an Straßenreinigung. Gucken Sie, wie unsere Bahnhöfe aussehen, die Säuberung von öffentlichen Plätzen. Ich rede von Erntehelfern, und ich rede aber auch davon, dass die Damen und Herren mal in ihren Unterkünften selbst mal den Besen schwingen können und mal die Unterkünfte reinigen können. Schauen Sie sich mal an, das machen im Moment deutsche externe Reinigungsdienste, die wir mitbezahlen müssen. Das ist ein Armutszeugnis. Wir können die öffentlichen Strukturen entlasten, Bauhöfe beispielsweise, und wir können zumindest einen Teil der gigantischen Mittelverschwendung aktuell ersparen. Im Prinzip ist die Sache einfach. Wer vor Krieg und Gewalt flieht, der ist mit dem einverstanden, der ist mit dem glücklich, was eigentlich Sinn dieser Sache ist, nämlich Schutz auf Zeit, nicht mehr und nicht weniger. Das möchte ich mit den Worten von Oliver Kirchner gestern zusammenfassen.
Bett, Brot, Seife, hat er gesagt. Genau so ist es. Das ist etwas, was jemand zu schätzen weiß, der wirklich vor Krieg und Gewalt flüchtet. Und der wäre auch bereit, etwas zurückzugeben für diese Gesellschaft. Das kostet nämlich. Und ob man das nur macht wie in Thüringen mit den 80 Cent die Stunde, ob man gar nichts bezahlt, auch dafür wären wir offen, weil ja, wie gesagt, die Unterbringung bereits Geld kostet. Darüber kann man sprechen. Worüber man aber nicht sprechen braucht, ist die Selbstverständlichkeit dieses Antrages generell. Wer ohne triftige Gründe nicht bereit ist, eine Gegenleistung für die Leistung von uns zu bringen, der kann nach Hause fahren, und zwar sofort, so einfach ist das. Und mit dieser flächendeckenden Arbeitspflicht schaffen wir ein Stück mehr Ordnung, ein Stück mehr Gerechtigkeit, ein Stück mehr Rechtsstaatlichkeit, und wir signalisieren unseren Bürgern, dass wir wieder mehr Leistungsgedanken in unserer Gesellschaft haben. Und übrigens noch zum Schluss, warum wird das aktuell nicht umgesetzt? Ich habe ja gesagt, es ist bereits Rechtslage. Es ist natürlich politisch motiviert. Es fehlen einfach die Arbeitsgelegenheiten. Und warum? Weil alle Parteien in diesem Land, die hier regieren, von der CDU nach links weg, der Meinung sind, dass es ja alles überall pauschal traumatisierte Menschen sind, die nicht in der Lage sind, hier selbstständig mal zu arbeiten. Das ist natürlich Blödsinn. Ich habe es vorhin gesagt, wer durch 5, 6, 7 Länder geht, dahin, wo es das meiste Geld gibt, der kann auch arbeiten gehen. So einfach ist das. Und deswegen ist es politisch motiviert, insbesondere unter Verantwortung der CDU. Also lassen Sie uns diese Selbstverständlichkeit hier heute umsetzen, damit wir nicht erst bis 2026 warten müssen, bis die AfD in diesem Bundesland regiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Ich möchte hier jetzt nicht weiter auf Inhaltliches eingehen. Warum dazu nicht? habe ich dann ja, weil ich dazu noch Gelegenheit habe, gleich in meinem Redebeitrag. Ich möchte auf einen Punkt spezifisch eingehen. Das betrifft die Ausschussreise nach Dänemark. Da sind wir ja zusammen gewesen, quer durch die Fraktionen. Ich habe es auch so erlebt, dass tatsächlich die Regierung dort Positionen vertreten hat, die sich unterscheiden von dem, was demokratische Parteien in Deutschland vertreten. Und ich denke schon, dass man daran auch sehen kann, dass der Wettbewerb mit einer rechtspopulistischen Partei, wie er in Dänemark eben auch zu Bewegungen geführt hat, die über mehr als 100 Änderungen von Rechtsvorschriften im Laufe der Zeit und jetzt noch mal ein drastischer Ruck, wie mit Stolz berichtet wurde, dass dieser Wettbewerb, sich gegenseitig zu überbieten an Vorschlägen, was man noch tun könnte, wohin der geführt hat in der Einstellung. Ich möchte gar nicht also auf die Maßnahmen jetzt eingehen, ob die berechtigt sind, unberechtigt, das würde zu viel Zeit erfordern. Aber wie sich die Einstellung ändert. An einem Punkt wurde gesprochen darüber, wie man die Möglichkeiten des Einspruches gegen Abschiebung beschnitten hat. Und dann kam eine Aussage dazu, die mich zutiefst erschreckt hat, nämlich, und dann verfolgen wir sie wie Fische im Netz. Diese Aussage, ja, das gefällt Ihnen. Ich weiß, dass Ihnen diese Aussage gefallen hat, aber diese Aussage hat mich wirklich erschreckt, denn das sind Bilder, das sind Denkmuster, von denen wir uns wirklich deutlich abgrenzen sollten als demokratische Parteien. Danke. Frau Richter-Jocki, erster Punkt. Ich meine, wir reden hier über Menschen, die Straftaten begehen, die illegal sind, die Frauen vergewaltigen. Auch in diesem Gespräch. Waren Sie dabei, Herr Striegel? Nee, waren Sie nicht. Sie waren nicht dabei. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Und ich sage mal, dass man bei diesen Leuten, die hier Straftaten begehen, etc. eine klare Sprache sprechen muss, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Frau Richter-Jocki, der Grund, warum Sie als Volkspartei schon lange abgedankt haben, ist der, dass Sie sich anmaßen, anderen Ländern vorzuschreiben, wie sie zu agieren haben. Das ist hochgradig anmaßend, es ist ein moralischer Hochmut, den Sie lieben. Und er führt dazu, dass Sie so sitzen, wie Sie hier sind, als kläglicher Rest einer ehemaligen Volkspartei. Ihre alten Vorsitzenden würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie wüssten, welche Politik Sie heute vertreten. Sie sind eigentlich nur noch in diesem Parlament, weil Sie sich so viele Versorgungsposten in diesem Land geschaffen haben, dass die Leute Sie hier immer wieder mit 5% reinwählen, weil von der Politik halten die Menschen in diesem Land schon gar nichts mehr von Ihnen. Dankeschön.